Skyline bleibt crazy. Riesiger Hypercoaster, aber was ist das denn für ein Rollwagen? Ich verstehe das gerade noch nicht. We have a Six Flags Day. Am Looping ist einer am Schweißen. So, 25 Minuten später sind wir nichts gefahren. Da ist eine Kette vor und fährt nicht. Der Laden hat keinen Strom mehr in der Ecke. Welche Bude, welche Agentur macht so einen Blödsinn den ganzen Tag? Giant Barbecue Roasted Turkey Leg. Der neue frisch geschweißte Looping von heute Mittag frisch geschweißt, der fährt sich 1A. Ich bin noch nie so einen gut geschweißten Looping gefahren. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich noch nie einen Looping gefahren bin, der kurz vorher geschweißt wurde, bevor ich gefahren bin. Hast du natürlich gewonnen, wenn das Gericht davon überzeugen kannst, dass der Umkreis, wo du dich bewegen darfst mit deiner Fußfessel, in einem Freizeitpark liegt. Six Flags Great America. Ich habe es mir auf jeden Fall gemerkt. Guten Morgen. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Retro Video Magazin und dem Gold Pass von Canada's Wonderland, der auch in Six Flags funktioniert, aber auch nicht. Denn man kann diesen nicht scannen, man muss ihn nur haben. Da muss nur Gold Pass draufstehen. An den Parkplätzen von Six Flags. Bei Cedar Fair funktioniert das, obwohl die inzwischen eins sind mit der Six Flags Entertainment Corporation. Jetzt habe ich das verkackt. Wir fahren 3 Minuten, in Worten 3, zu Six Flags Great America aus unserem Baymount Hotel, was wir euch gestern schon gezeigt haben. Und dann fahren wir da rein und sagen, ey, lassen Sie uns durch. Dann möchte der an dem Eingang das scannen. Das wird nicht funktionieren. Dann nehmen wir die E-Mail mit dem gleichen QR-Code und darauf wird der funktionieren. Ist das bescheuert? Ja. Haben wir dem Mitarbeiter das gestern erklärt? Ja. War er noch verstörter als ihr jetzt, wo ihr das seht? Ja. Also geht's los. Achterbahn fahren. Wir haben gestern schon 8 von 18 Achterbahnen abgehakt. Das heißt, wir müssen das Auto bimmeln lassen. Dudulum. Das ist echt nicht gut, so viel Achterbahn zu fahren. Das schlägt auf den Kopf, wie ihr merkt. Dinge, die man nicht sehen möchte, wenn man eine Dreiviertelstunde vor Parköffnung an einen Freizeitpark ankommt. Eine Armee von Schulbussen. Na, klasse. Ich weiß auch nicht, warum man jetzt hier nicht... Das war die kürzeste Lane von allen, aber das gerade auch noch jemand draußen rumgerannt. Skyline bleibt crazy und wir bleiben hier stehen. Das ist auch toll. Eine minderbegabte Schulkapelle ist wieder im Park. Komm, welche Bühne ist es? Da müssen wir hingehen. Wir müssen hier mal näher darüber sprechen, aber erstmal eincremen, auch wenn es nicht danach aussieht, und dann gehen wir mal hier rein. Jo, geht auf jeden Fall gut was ab. Ziemlich viel Trubel hier am Eingang. Security geht schnell. Tickets dauert wieder einen Moment, aber man wird hier gerade auch eingeteilt durch die Sicherheitsleute. Und es bewegt sich alles, das ist schon mal ganz gut. Und dann gucken wir mal, dass wir wieder die gleiche Richtung einschlagen wie gestern, aber dann die Sachen machen, die wir geskippt haben. Und ansonsten gibt es erstmal keinen Plan, außer dass wir uns hier reinstellen. Nö. Er winkt uns hier ein. So, ja. Das ist auch die Lane, die ich haben wollte, danke. Die Tickets, also, wir haben ja diesen Pass bekommen. Den kriegt man eigentlich nicht, weil man muss eigentlich die App haben. Aber wir wollten unbedingt eine Karte haben, weil wir die auch die ganze Zeit brauchen und weil es einfach cool ist. Und wir auch nicht die App runterladen wollten. Damit funktioniert das aber nur bei den Cedar Fair Parks, das Parken sowie der Eintritt. Jetzt haben wir nochmal die E-Mail, die haben wir ja ausgedruckt dabei, logischerweise, weil wir ganz schlaue Deutsche sind. Ist nicht in der Klarsichthülle, in dem Schnellhefter. Das hätten wir noch machen müssen. Ja. Und die jetzt an der Schranke wollte sich durchlassen. Sie war aber noch neu, dann wurde sie nervös, dann hat sie ihren Supervisor geholt. Und er wollte dann aber zeigen, dass er der Boss ist, weil wir ihm erklärt haben, dass nur die Six Flags Parks das Problem mit der Karte sind. Bei den Cedar Fair Parks funktioniert das. Dann haben wir die E-Mail später nochmal gezückt, weil wir die App nicht haben. Und dann waren wir auch grün und können rein und fahren und parken. Ich glaube, weil das könnte noch so eine alte Karte sein und der QR-Code auf der Karte ist fest auf der Karte. Da wird dieser QR-Code, diese Karte wird dann mit unserem Ticket verknüpft. Diese QR-Codes können wahrscheinlich nur, weil das ja ein Cedar Fair Pass ist, noch von Cedar Fair Parks gelesen werden, aber nicht von Six Flags Parks, weil die neu generierten QR-Codes für beide Parks, die sind, die auf der Mail sind, aber nicht die sind, die auf diesen Karten sind. Deswegen gehen diese Karten auch nicht mehr raus. Da könnte das Problem dran liegen. Vielleicht habe ich jetzt verstanden, wo das Problem liegt, aber ich bin hier nicht der IT-Spezialist oder sonst irgendwas und die Karten wollen sie ja eh nicht mehr rausgeben. Da sind wir ja eh eine seltsame Art
Die letzten Mohikaner hier. Und genau, das erstmal dazu, der Vollständigkeit halber. Ja, Max Force, fast das gleiche Bild wie gestern, Kettchen davor. Und ich habe eben Quatsch erzählt, wir waren eine Viertelstunde vor Parköffnung und nicht eine Dreiviertelstunde. Jetzt sind wir kurz nach Parköffnung zeitlich und Max Force habe ich noch keinen Testrun gesehen und die Kette ist noch davor und das sah gestern so schlecht aus. Da gehen wir erstmal weiter, würde ich sagen. Das bringt ja nichts. Jetzt stehst du da 10 Minuten davor, bis irgendein Mitarbeiter sich erbarmt. Begnadigt. Schön. Ja, dir da mal das Kettchen, dir zu sagen, dass die Bahn nicht fährt. Eigentlich ist der Park, das haben wir gestern schon gesagt, ganz hübsch. Max Force haben wir gestern auch erzählt, S&S Air Launch Coaster. Stelle ich mir ziemlich cool vor. Aber dass S&S da irgendwie so Probleme mit hat, das kennt man ja vom Ring Racer am Nürburgring. Ist auch ein Air Launch Coaster gewesen für 4 Tage. Dann auch hier ein Schwarzkopf Jumbo Jet mit 4 Wagen aneinander, den wir gestern gefahren sind. Da rennen sie auch gerade alle fleißig rein, zurecht, coole Bahn. Dahinter sind wir dann auch noch eine Holzachterbahn gefahren, Viper. Gespiegeltes Bandit-Layout, wir haben immer noch nicht nachgeguckt, aber mit BTC-Zügen und langsam mal durchfahren fährt sich richtig gut. Wir sind auch Raging Bull gefahren, B&M Hypercoaster, einer der schlechtesten Hypercoaster überhaupt, mit eckigen Rädern. Ist das die Q für den Dive Coaster, der wahrscheinlich auch noch nicht auf ist, aber der habe ich schon Testruns gesehen. Das wäre nämlich die Neuheit dieses Jahr. Du stellst dich an, ich gehe gucken, okay. Denn wir haben jetzt Dienstag, am Samstag hat Six Flags Great America eine für mich nicht aussprechbare neue Achterbahn eröffnet, und zwar ein B&M Dive Coaster, für den die Queue gerade hier durch den halben Park gefühlt geht, wo ich jetzt nicht weiß, ob das Sinn macht, sich dafür anzustellen. Schauen wir mal. Oh Gott, es hört auch nicht auf. Oder ob wir dann doch eher was anderes fahren und dann später hier nochmal hinkommen. Also das ist auch so, wenn was neu ist, dann rasten sie auch drauf aus. Dann ist alles andere auch egal. Ach du heiliger Bimbam. Ich gehe mal weiter gucken. Ja, sieht gut aus, ist jetzt aber ein großer Dive Coaster. Ist jetzt auch nicht die Erfindung des Rades irgendwie nochmal neu gedacht oder irgendjemand hat das Feuer erfunden. Auch wenn das Layout mal ganz nett aussieht, also fahren will ich auf jeden Fall. Vor allem ist ja Yukon Striker uns in Canada's Wonderland bisher verwerten. Wharf of the Rekashasaka. Ja, die stehen noch vor dem Eingang. Ach, hier ist auch eine Sarggasse. Hier ist auch noch Zeug, was noch nicht fertig ist. Weiß ich nicht, ob wir dann vielleicht doch erstmal was anderes fahren. Weil das geht bis da hinten noch. Und wenn das Ding fährt, dann passiert wenigstens was. Noch ist die Bahn zu. Oh, Six Flags, ey. Das ist auch echt mit denen nicht einfach, das Leben. Genau, da ist noch ein Aero Looper, den konnten wir auch noch nicht fahren. Ich glaube, wir tun das nicht, weil das ist ja echt viel erstmal. So, der Hypercoaster hat jetzt auch erst 7 Minuten nach Parköffnung aufgemacht. Leute. Also über den Rest müssen wir gar nicht reden, ne? Also gamblen kannst du ja schon. Richtig. Kannst du ja wahrscheinlich auch die ganze Nacht. Ja, wenn du dich eingeschlossen wurdest, damit wenigstens ein bisschen Geld überbleibt. Aber das könnte aber gut klingen. Kommt doch von da. Oder? Ja, das, was ich gerade irgendwie dem komischen Looper zugedichtet habe, ist, glaube ich, einfach nur ein Rollwagen. Hoffnung war Vater des Gedanken, ne? Ja. Ich glaube, das ist der Lift von R. Ja, das ist der Lift vom Hyper. Gut. Was für ein Rollwagen? Ja, riesiger Hypercoaster. Aber was ist das denn für ein Rollwagen? Jetzt fährt er hoch. Der Rakschala. Ich würde jetzt gerne echt mal rausfinden, wo die Station von diesem Looping Coaster ist. Ich verstehe das gerade noch nicht. Muss irgendwie hier sein, hinter diesem Zaun. Da steht auch ein Zug. Und das ist ja jetzt weggemacht worden, aber das macht ja keinen Sinn. Ja, aber irgendwie fährt der Dive Coaster ja überall, aber nicht da. Und da war ja eine Sackgasse. Ich finde es auch schwierig, kommt man da durch oder nicht? Ich weiß es nicht. Die Bahn ist einfach... Da ist eine Station, das Gebäude. Die gibt es nicht mehr, oder? Aber hat das jemand irgendwie... Ich weiß ja nicht, ob die noch eingetragen ist oder nicht. Guck mal, da liegen Lampen und so. Kommt ja auch gar nicht mehr hin. Okay. Aber da kommt man nicht mehr hin, definitiv, aktuell.
Weiß nicht, ob die das irgendwann noch umbauen wollen, aber das haben sie doch jetzt wegen dem Dive Coaster, geht's jetzt nicht mehr. Würde ich auch sagen. Versuchen wir mal den Tag mit einem Wing Coaster zu starten von B&M. Hast du den schon fahren sehen? Nee, ich habe ich noch nicht fahren sehen. Aber ich habe Menschen als Personal in der Station gesehen. Der RMC Topper Track fährt da auch einsam und allein den Lift hoch. Jo, auch X-Flight, der B&M Wing Coaster ist noch geschlossen, aber ja, da können wir jetzt hier stehen bleiben, weil das wird ja nicht besser. Wow, deswegen waren wir gestern auch erst um 16 Uhr hier. Wir haben inzwischen den Park schon eine halbe Stunde geöffnet. Wir sind immer noch keine Achterbahn gefahren. Stehen immer noch bei X-Flight davor. Der macht jetzt Testruns, Mitarbeiter saß auch schon drin. Der Dive Coaster hat inzwischen auch aufgemacht, fährt aber nicht. Die Leute rennen nur in die Warteschlange rein. We have a Six Flags Day. Also jetzt haben wir, also der Park macht um 10:30 Uhr auf. Wir haben jetzt 11:05 Uhr. Bei der Holzachterbahn ist jetzt der erste Zug ohne Gäste gefahren. Wir machen weiter fleißig Testfahrten leer. Dive Coaster bewegt sich überhaupt gar nichts. Was ist das heute? Sollen wir immer abends kommen? Was ist? Also das geht gar nicht. Der Hyper, der fährt. Dann verließen sie ihn. Und der Impulse Coaster, der wendelt hier hin und her. Für den RMC müsste ich mich umdrehen. Und der Batman ist auch schon gefahren, leer am Anfang. Der Batman ist hinter der Säule. Naja. Ach ja, und die Holzachterbahn, der American Eagle, die jetzt gerade eine Testfahrt macht, da sind wir gestern die rote Seite gefahren. Es fährt heute offensichtlich auch nur die rote Seite, nicht die blaue Seite. Schade. Schokolade. Schauen wir mal, wann das vielleicht irgendwann mal was wird. Er soll mal weggehen. Egal wo er fragt, fahren die Bahnen nicht. Wir sind Flight Deck gefahren. Cooler Wing Coaster. Außen bumpy bisschen, in den Stellen, wo die hohen Gs sind, was einfach bauartbedingt ist. Aber das Layout gefällt mir, das macht echt Spaß. Und durch den Tower richtig guter Near-Miss-Effekt. Ja, gut, der Hangar, der ist nur eine Wand, aber für den Effekt reicht's. Für die Optik hier finde ich es ein bisschen mau. Und auch die Durchsagen ist aufs Thema bezogen und so, aber es ist halt nicht thematisiert am Ende des Tages. Bisschen schade, könnte man mehr draus machen, weil der auch gar nicht so groß ist vom Footprint. Also das könnte man auf jeden Fall geklont sich auch irgendwo in Europa vorstellen. Dann schön thematisiert, das wäre richtig, richtig gut, meiner Meinung nach. American Eagle ist nicht nur, dass nur die rote Seite wieder operated wird und die blaue Seite uns noch fehlt, sondern die Bahn ist immer noch geschlossen. Wir haben jetzt 1 Stunde nach Parköffnung. Ich warte noch mal eine Fahrt hier ab kurz, dass wir angucken und dann laufen wir weiter. Ist noch ein großes Kinderland und ihr könnt natürlich hier Gewinne absahnen auf der Asphaltplatte. Wunderschön. Nicht. Warte. Jetzt Johnny Rockets. Schön. Ich wollte was aufhören. Achterbahn fahren.
Goliath scheint nur mit einem Zug unterwegs zu sein. Für unsere Calypso-Freunde gibt es hier auch noch was im Park. Das fährt sogar. Ach so, der Flum macht erst um 1 Uhr heute auf. Ja, ich weiß nicht, was das ist. Ist das ein Flum oder ein... Loggers Run? Das klingt wie ein Flum. Das wird der Flum sein. Weil daneben halt ja auch der Eingang zu diesem Aquaman-Ding ist. Ach so. Aber Aquaman ist ja der Grauzone-Quatsch, ne? Ja, Aber erst um 13 Uhr. Gestern war um 12, glaube ich. 10:30 Uhr, aber dafür nur bis 18. Komische Welt hier, ganz komische Welt. Dafür ist die Refill-Station jetzt auf, die gestern auch früher zugemacht hat. Also, weißt du, die Refill-Station machen früher zu als die Achterbahn. Das war unser Vorteil. Habt ihr gestern gesehen im Vlog. So, hier ist auch wieder so ganz nett eigentlich, auch wenn es die Asphaltplatte wieder ist. Ach ja, was denn? Das ist ein Flum. Ah. Den Historic Little Dipper sind wir gestern ja auch noch schnell gefahren. Kleine, süße, coole, sportliche Holzachterbahn, die echt Spaß macht. Ich glaube aus 1950 oder so. Dann geht es hier über eine kleine Brücke und Flash Vertical Velocity ist der ernste Name. Intermittent Impulse Coaster. Da haben sie gestern hinter uns das Kettchen zugemacht. Den haben wir auch gestern noch schnell mitgenommen. Müssen wir auch nicht mehr machen. Ja, ist auch besser, so wie das aussieht. Die nächste Achterbahn, die wir hätten fahren wollen, wäre Batman the Ride gewesen. Also wollen, das soll gar nicht die Rede sein. Aber die jetzt hier in unserem Rundgang dabei ist gerade geschlossen. Ist nicht schlimm. Aquaman Splashdown, der Grauzone-Count, macht heute gar nicht auf. Also laut Schild auf jeden Fall für heute nicht. Würde ich jetzt mal so interpretieren, ne? Naja gut, zum Glück ist bei Joker die Bude maximal gefüllt mit Menschen und die Operation und Abfertigung ist katastrophal langsam. Würde ich erstmal weitergehen. Habe ich keinen Bock, mich für anzustellen so lang. Ist das lang? Weiß ich nicht. Ja, willst du das? Willst du es nicht? Ja, weiß ich nicht. Wo willst du jetzt? Zur Maus und zu Superman und dann den Dive Coaster. Irgendwie, also erstmal was Sinnvolles machen. Weißt du, das ist halt nicht so viel, ne? Wenn die alle beim Dive Coaster fertig werden, wird es mehr. Ja, es ist schon viel, aber komm, 11:47 Uhr, wir versuchen es. Alex, ich habe in meinem Leben schon sehr viel gesehen. Noch nie habe ich eine Achterbahn in einem Freizeitpark gesehen, die gestern fuhr, heute temporary geschlossen ist, an der gerade jemand schweißt. Am Looping ist einer am Schweißen. Ein bisschen flexen und wieder schweißen. Der schweißt den Looping wieder zusammen. Was? Wann hat man das wie festgestellt? Was ist das für ein Problem? Und ist das ernsthaft damit gelöst? ...35 Minütchen waren es jetzt. Man hätte daraus auch 20 machen können, hätte man das mal richtig operated. Also jetzt, so wie es jetzt da steht. Nicht, dass von 4 Wagen 3 immer in der Station stehen, aber nur einer B- und entladen wird die ganze Zeit. Bei Batman wird fleißig weiter geschweißt und geschliffen und ab und zu im Hammer gegengeschlagen. Auch schön. Max Force macht da Testruns, das ist erfreulich.
Aber in der Reihenfolge, wenn wir jetzt hier weiter rumgehen, kommen wir jetzt erstmal zu Gotham City, heißt das so? Wilde Maus von Makra ist auf jeden Fall komplett indoor und quasi haben wir die U-Bahn von Gotham City und das sind die Chasen und fahren dann durchs Dunkle. Da gehen wir jetzt mal hin. Es ist der Dark Knight Coaster. Hört nicht auf den Quatsch, den ich sage, auch wenn Gotham City Rail drüber steht. Also so schön wie es aussieht, so schön riecht es hier drin auch. Warum ist das so muffig hier drin? Oh weh, oh weh. So, 25 Minuten später sind wir nichts gefahren. Die scheiß Kiste ist down gegangen und jetzt sind wir rausgeschmissen worden alle, weil sie, keine Ahnung was. Also Testfahrten funktioniert, das hört man. Schön. So. Boah, ist das ätzend. Also außer ein halbherziges Sorry, bekommst du übrigens auch nichts hier, wenn du jetzt da schon angestanden hast und dann rausfährst. Ja, in einem stinkigen, heißen Kackladen. Also das ist heute richtiger Six Flags Day. Nebenan wäre natürlich jetzt Superman Ultimate Flight gewesen, der B&M Flying Coaster, der uns noch fehlt. Da ist eine Kette vor und fährt nicht. Natürlich nicht. Eieieiei. It's a Six Flags Day. Naja, schauen wir mal, was wir sonst machen können. Wo gehst du hin? Der Condor ist geschlossen. May I have your attention, please, for an important announcement. We are currently experiencing power outages in some areas of the park. The cause is unknown at this time and the park remains open. ComEd has been notified as it is in the process of restoring power to the park. Any rides and attractions affected will reopen as soon as the power is restored and startup procedures are completed. This process may take some time and we will work quickly to reopen our attractions. We understand how this may impact your day and regret any inconvenience that this may cause. Thank you for your understanding and cooperation. Okay, alles klar. Die haben ein Problem mit Strom. Die haben ein Stromproblem hier und einige Attraktionen sind davon betroffen. Deswegen sind die auch hier alle zu in der Area, weil die gerade Power-Issues haben und versuchen das so schnell wie möglich zu beheben. Was übrigens das Lichtflackern in unserem Tunnel erklärt. Ich dachte, sie machen da vielleicht gerade was an oder aus. Der Laden hat keinen Strom mehr in der Ecke. Boah, Junge. Das kannst du dir, weißt du, bei uns nicht vorstellen, auch wenn es vielleicht irgendwie ein bisschen mehr. Das ist. Ach komm. Da brauche ich jetzt gar nicht irgendwie deep was erklären. Der ganze Kack läuft nicht, weil die keinen Strom haben. Logisch. Dann versuchen wir es mal jetzt mit Max Force. Schauen wir mal, wie lange wir jetzt hierfür anstehen. S&S Air Launch Coaster, der braucht ja keinen Strom, der hat ja Luft. Ne? Schauen wir mal, wie das wird. Der Aussichtsturm steht, glaube ich, auch und fährt nicht. Was schon mal ganz gut ist, dass der erste große Six-Flags nicht auf ist. Aber ich weiß nicht, ob da noch mal einer kommt. Schauen wir mal. Wir werden euch berichten. Das ist wunderschön hier. Ich weiß nicht, was. Also, das müsst ihr euch angucken, wie schön das ist. The one that always makes me feel a little iffy is the Viper.
Leute, Max Frost, nach 25 Minuten, die wirklich sehr schön rumgegangen sind, weil wir einfach draußen stehen, es ruhig war, keiner ausgerastet ist, keine Musik dich beschallt hat, sind wir gefahren. Was ist das denn bitte? Also der Launch, der ist richtig krass, der kickt dich hinten wirklich in den Hintern rein, aber mit voller Wucht. Ja, dann verliert das Ding aber auch ganz schnell ganz viel an Geschwindigkeit. Hat dann nochmal so ein paar Reibräder oben. Das ist halt nicht der Eingang. Also oben, der Top-Hat, der hat dann nochmal ein paar Reibräder sogar drin, also in der Mitte, damit das Ding irgendwie rumkommt. Und ja, dann hast du auch noch ein paar Also es sieht da gar nichts aus, es ist auch nicht viel Achterbahn, aber die Elemente sind eigentlich nochmal ganz cool, auch wenn du hier oben mit der Hangtime, wo du schon mal zurückdrehst. Aber was für ein Quatsch, dass du in der letzten Inversion quasi schon in der Schlussbremse bist. Aber cooles Ding, also ein bisschen mehr Layout hinten dran wird der Bahn natürlich auch nicht schaden. Aber sonst cool, dass wir Max Force fahren konnten. Nicht gut. Ach ja, den Knall, den ihr hört, das ist die Luft, weil der wird ja Luft gelauncht. Haben wir auch mal, glaube ich, ein Video zu gemacht. Und das, was an Luft über ist, muss hier irgendwo raus. Und das ist dann... Ja. Leute, auf der Seite steht, dass sie heute gar nicht fährt und hier... Was? Oh. So, der Whizzer ist auch gerade eine Kette vor. Wir gehen jetzt nochmal hier zum Dive Coaster. Mal gucken, was das gibt. Es strömen Leute da rein. Der scheint noch zu fahren. Weil wir auch nicht wissen, ob das Wetter jetzt irgendwie hält oder nicht hält. Eigentlich soll es heute Abend stürmen. Aber die sind ja auch alle verrückt hier. Ich glaube, das ist dann irgendwann der Weg wieder zu dem Looper. Ich wurde gerade gefragt, wie die Bahn heißt. Ich weiß es nicht. Sagst du doch, wie die Bahn... Auf Rakshasa, glaube ich. Ja. So, 56. Eine Viertelstunde stehen wir jetzt hier. Und jetzt fährt einfach kein Zug mehr. Kommentarlos. Es ist auch sehr zugezogen, also sehr dunkel geworden, aber Impulse fährt, das sehe ich gerade durch die Station durch. Der Wing Coaster ist gerade noch an uns vorbeigeflogen. Weiß ich nicht. Es gibt ja auch keine Kommunikation. Wie die Gepäckkisten da wackeln, ne? Ja, stimmt, das können wir schon mal erzählen. Wir haben am ersten Tag haben wir euch ja gezeigt, dass die so ein geiles Gepäcksystem in Canada's Wonderland hatten bei dem Art Engineering Interactive Coaster. Und das haben sie jetzt hier auch. So eine Kisten-Seilbahn, die am Einstieg, da schmeißt du Taschen rein und dann fahren die in der Zeit, wo du fährst, über die Station hinweg einmal rum und sind dann unten, wenn du aussteigst, und fahren oben rüber wieder auf die andere Seite. Es ist ein riesen Gewudelsel in der Station, warum auch immer, das kann man hier wenig deuten. Jetzt gehen Bremsschwerter nach unten, eine Hupe hupt. Mehr passiert nicht. Sitzen Leute im Zug, oder? Die hatten Megafon. Oh, Megafon ist nicht gut. Megafon ist nicht gut. Gates gehen auf für den Zug, der aber jetzt leer rausfährt, oder? Ja. Aber jetzt sind wieder Leute, nee, da kommen Leute an. Ach so, da haben Leute in der Stoßbremse jetzt rumgestanden. Interessant. Naja. Wir werden euch informieren, wenn wir mehr wissen. Weil ich schneide das lieber, dann erfahrt ihr das auf jeden Fall schneller als wir.
Was jetzt, was jetzt genau hier los ist, können wir euch nicht sagen. Zwischendurch kommt mal eine Böe, das kann nicht ein Problem sein. Und es hat gerade mal ein bisschen stärker geschauert und fisselt ein bisschen. Die haben eben noch mal ein paar Wagen leer fahren lassen, dann haben sie jetzt wieder beladen. Ist ja alles nicht schlimm, weil es gibt nur nicht verständliche Durchsagen in der Station. Und alle anderen bekommen keine Information, was gerade los ist, außer du siehst halt, dass der Dude da hinrennt und die Kette vormacht und dass kein Zug mehr fährt. Ist auch nicht schlimm, weil du kannst wirklich Glück haben und die beste Position hier erwischen und das ist die im Zug auf dem Brake Run. Die stehen nämlich da die ganze Zeit im Regen und die werden auch stehen gelassen. Das ist unglaublich. Also die schicken auch keinen leeren Zug raus, damit die alles reinholen an Leuten. Die stehen einfach draußen im Regen, auf dem Brake Run hier hin. Und das schon seit 10 Minuten und werden voll geregnet. Und ihn bringe ich auch noch um. Also es windet nicht mehr, es regnet nicht mehr. Es fahren aber auch keine Achterbahn mehr. Der Zierer Wellenflieger, den sieht man dann ab und zu mal sich drehen. Die haben einen Zug jetzt oben geparkt, am Ende vom Liftenlernen. Es ist jetzt nicht so, als ob der aus dem Brake Run jetzt weitergefahren wäre. Die stehen da immer noch. Sonst sieht man aber auch keine Achterbahn fahren. Aber wir haben jetzt auch nicht viel Auswahl von hier aus, weil Batman, also der schweißt nicht mehr im Looping. Ich sehe ihn auf jeden Fall. Nee, es war der zweite Looping, wo er geschweißt hat. Der Kollege, den ihr die ganze Zeit eventuell hört mit der komischen Stimme, der ist nicht alleine, obwohl er in Persona alleine hier steht. Kann man das so beschreiben? Weiß man, glaube ich, was gemeint ist. Ja, ansonsten weiß keiner, was hier passiert. Ja. So. Es hat schon länger aufgehört zu winden. Es hat aufgehört zu regnen. Wir stehen schon eine Stunde hier. Nach 20 Minuten hat es erst angefangen zu regnen. Also haben wir jetzt 40 Minuten wir haben uns 20 Minuten Regen angeguckt. 20 Minuten haben wir uns keinen Regen angeguckt, der aufgehört hat. Nee, doch, es hat gerade erst vor 10 Minuten aufgehört. Die Leute saßen ja noch fast eine halbe Stunde im Regen. Jetzt kamen Mitarbeiter, die brauchen jetzt noch eine halbe Stunde und dann geht es auch wieder los. Die müssen jetzt alles, glaube ich, wieder hochfahren, weil die haben ja da oben eine Karre geparkt, hier eine Karre geparkt. Und dann machen sie jetzt ihre Routinen. Wir sollen ja was anderes fahren. Witzigerweise fährt halt gar nichts anderes. Man sieht das ja die ganze Zeit. Ja, und alle Attraktionen haben ja das Gleiche. Also die brauchen jetzt echt, für weiß ich nicht was, eine halbe Stunde, um die Kiste wieder anzuschmeißen. Warum auch immer man alles runterfährt, nur weil es ein paar Tropfen regnet. Also es war kein Gewitter, kein krasser Sturm und auch kein krasser Regen. Aber dann ist das hier so. Flight recruits, welcome. Wie lustig das ist, wenn sich alle hier ihr Zeug aus dem Ding holen. Ah, ein kleiner Backstage-Einblick. Das ist ja hübsch. Wir sind das Ding jetzt nach einer Stunde 45 gefahren. Es hätte keine Stunde gedauert, wenn wir jetzt normal angestanden hätten, weil das ging jetzt am Ende ganz gut okay voran. Alter, echt cool. G-Keule, sein Vater aus Keulistan. Und also ich weiß auch nicht, also da ist aber hier mal ganz viel Druck gemacht worden. Irgendeiner drückt da die Ärmchen nach unten beim Fahren. Junge! Dazu aber dann echt coole Inversion von diese Rolle, die du da machst und nicht mehr aufhörst. Und auch Hangtime, Pipapo, echt cool. Nicht schlecht.
Wäre noch besser gewesen, hätte man nicht so lange gewartet wegen so einem Quatsch. Die haben original wirklich eine halbe Stunde leere Züge fahren lassen, bevor es weiterging. Das Problem ist einfach, die Bahn fuhr ja den ganzen Tag schon. Das ist ja nicht die Inbetriebnahme morgens und die machen trotzdem so ein Hackmack. Und das machen sie mit allen Bahnen hier. Wobei der Hypercoaster als erster wieder fertig war. Der Wing Coaster ist auch was später. Wahrscheinlich laufen wir jetzt schon wieder den gleichen Kreis, den wir den ganzen Tag schon laufen, weil wir eine Testfahrt von Batman gesehen haben, aber jetzt gerade auch wieder keine. Wir müssen mal gucken. Ah, hier riecht lecker nach Regen auf heißem Asphalt. Lecker, lecker. Aber der ist ja so gut gegossen, das Wasser versickert ja noch nicht mal. Ich finde es krass so, dass alle Bahnen sind so außen rum gebaut. So sind ja fast alle Six Flags Parks aufgebaut. Und jetzt haben sie das Bedürfnis für... Zeigt nicht immer dahin, wo es Bier und Turkey Legs gibt. Ach so. Und jetzt haben sie aber das Bedürfnis, eine neue Bahn zu bauen und bauen mitten in den Park einen Dive Coaster. Das war ja vor 2 Jahren oder so, war das ja in Overtex das genauso. Auch ein Dive Coaster mitten in dem Park, Diabolicals Cliffhanger. Obwohl die eine Cliff haben, haben sie das nicht an eine Cliff gebaut. Und hier ist auch Merch von der neuen Bahn. Die Welt wird nicht müde, Vekoma oder Aero-Schienen als Achterbahnschienen mit auf irgendwas zu drucken. Das ist ja eindeutig nicht richtig. Ich kann das nicht mehr. Was soll das? Ihr habt das doch schon mal hier gesehen. Ihr habt nur eine Bahn mit so einer Schiene hier in dem Park und ganz viele mit der richtigen. Selbst das klappt. Welche Bude, welche Agentur macht so einen Blödsinn den ganzen Tag? Uschi hat mir gerade das Schild gezeigt, was das Turkey Leg hier kostet. Das kostet $19. Ist auch das Giant Barbecue Roasted Turkey Leg, aber nee, Bruder. Fernseher, Bildschirm, alles Mögliche, die sind ja alle ohne Signal. Hier selbst diese klägliche, wirklich unterirdische Sportsbar. Da läuft nur ein Fernseher von 3, die ich sehe, von 5, die da hängen. Boah, ist das... Also Obdachlose leben bei uns besser, als wenn du da in der Sportsbar bist. Ich muss dir noch was zeigen. Welche Schiene ist bei dem Dive Coaster drauf zu fahren? Nee. Warum? Vor allem hier kriegt das ja an und dann... Hier hinten ist sie auch drauf. Mein Gott, ey. Was ist mit dieser Schiene? Erkennt man keine Achterbahnschienen außer die oder was soll das? Here we go again. Neuer Versuch, Batman the Ride zu fahren. Was macht die Ananas auf dem Brunnen? Batman gefahren. Brauchen wir, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen, außer es kommt ein eigenes Batman the Ride Video. Aber die Maintenance Bay kann man sich in Ruhe angucken und fast schon was wegnehmen, weil das liegt alles da offen und da fährt man vorbei. Der neue frisch geschweißte Looping von heute Mittag frisch geschweißt, der fährt sich 1A. Ich bin noch nie so einen gut geschweißten Looping gefahren. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich noch nie einen Looping gefahren bin, der kurz vorher geschweißt wurde, bevor ich gefahren bin. Nicht, dass du wüsstest. Nicht, dass ich wüsste. Und jetzt waren so ein paar Kinder wieder mit irgendwelchen Störungen, die haben jetzt nicht ihre Finger gegessen, sondern die Gurtschnallen in der Schlussbremse klatschen lassen, die ganze Zeit voll laut. Was da drin schön halt. Wow.
Liegt vielleicht daran, dass man da in der Schlussbremse ewig rumsteht, weil sie mit der Abfertigung wieder nicht hinterherkommen. Weiß ich nicht, wir gehen weiter. Also theoretisch fehlen uns jetzt noch 2 Achterbahnen, die fahrbar sind, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Wenn Strom da ist, fehlen uns 2 Achterbahnen. Hier nochmal Batman The Ride. Es ist ziemlich witzig, die Bahn hier, Aquaman, bleibt ja ganztägig geschlossen. Trotzdem sind da oben die Bademeister und passen auf, dass da keiner runterfällt. Oder ist das die Seite vom Flum? Ach nee, ist der Flum. Dann ist das gegenüber die normalen Abfahrten der... Also du hast einen 2-spurigen Flum und dann nochmal 2 Spuren von dem Aquaman. Weil der Flum fährt. Und das sind ja die Bademeister oben. So Wartezeiten kann man eh nicht glauben. Ja, 20 Minuten bei Joker, wovon träumt ihr denn nachts? Stand jetzt auch 20 Minuten bei Batman, da haben wir jetzt 5 Minuten gewartet. Noch nicht bei ein Zug, stimmt. Ein Zug haben wir bei Batman gewartet. Und bei Dark Knight Coaster steht 30 und bei Superman 60. Das sind unsere beiden, die wir ja noch brauchen. Das sind die mit den höchsten Wartezeiten. Da gucken wir jetzt mal. Natürlich, ja. Weil die den halben Tag zu waren. Aber wo alle das nicht machen konnten, weil das alles zu war. Ja. Das haben wir nicht machen können. Ach ja. Fangen wir wieder mit Dark Knight an, oder? Ja. Weil da kommen wir kommen ja, der Ausgang ist theoretisch am Eingang dann von Superman. Schauen wir mal, was das heute gibt hier. Jo, Dark Knight gefahren, gute 10 Minuten gewartet und du steigst in eine zerstörte U-Bahn und mit der geht es dann durch Gotham City. Sehr cool, also Mack Rides Wilde Maus, Compact-Anlage, mobil, also steht da auf Sohle in der Halle und vor allem die ersten Reihen voll schlau gemacht. Einfach komplett die Geraden und so zugebaut, so dass du wie durch einen Tunnel fährst. Das ist richtig gut vom Effekt her. Manche Szenen aber dann doch ein bisschen größer wieder gestaltet, nach hinten raus gestaltet. Ja, Figuren, die da stehen, Sound, Lichteffekte, super. Einfach eine richtig gute Achterbahn. Macht ein bisschen zu schnell. Ich habe auch Knie angestoßen, aber die Chasen sehen total cool aus. Das Thema ist total cool, es ist super umgesetzt. Und jetzt haben wir noch einen offen hier. Wo wir gerade bei Super sind. Wo wir bei Super sind, verstehst du das? Weil du Super gesagt hast. Ich verstehe das. Ja, okay. Das ist halt nur nicht lustig. Ei. Und stell dir mal vor, du stehst hier. Und dann hast du das geschafft und stehst da. Der beste Parkplatz ist. Oh, das ist ein Zeichen. Metallo, Parasite, Stiel. Jo Leute, Superman Ultimate Flight haben wir jetzt auch mal hinter uns gebracht nach 70 Minuten Wartezeit. Wird jetzt nicht besser, das Ding, ne? B&M Flying Coaster, G-Keule in unangenehm. Prezoloop, weiß ich, hat seine Fans. Das sind auch alles Leute, die komplett Kontrolle über ihr Leben verloren haben, die sich selber verletzen müssen, um noch was zu spüren, weil es sonst nichts mehr geht.
hast du natürlich gewonnen, wenn das Gericht davon überzeugen kannst, dass der Umkreis, wo du dich bewegen darfst mit deiner Fußfessel, in einem Freizeitpark liegt. Die Frage ist, kann sie alles fahren oder ist vielleicht hinten irgendein Ride zu weit weg aus dem Radius raus? Weiß ich nicht. Ich finde, bei dem Flying Coaster, wenn der diese Inversionen fährt, dann merkst du ja, dass das cool sein kann eigentlich. Also ja, kann ich auch im Phantasialand Fly fahren, da merke ich, dass das cool sein kann. Ja, das sowieso. Das ist der einzige gute Flying Coaster auf der Welt. Wir sind schon ein paar gefahren. Wir können von mir aus auch streiten über das Dingenskirchen da in Japan hier. Wie heißt der Flyosaurus da? Du meinst den Universal? Ja. Ja. Ist das nicht Flying Dinosaur? Vielleicht, man weiß es nicht. Damit sind wir jetzt 6 oder 7? 7 Achterbahnen heute gefahren. Also in einer viel längeren Zeit, und zwar in 7 Stunden 20. Ja. In 7 Stunden 20, 7 Achterbahnen. Gestern gleich am Park in 4 Stunden 8 Achterbahnen. Weiß ich auch nicht. Lief heute nicht so. Habt ihr gesehen? Boah, warum muss das eigentlich die letzte Bahn hier im Park gewesen sein? Pfui. Einfach pfui. On-Ride-Fotos gibt es natürlich auch keine. Sind nicht verfügbar. Auch die Leute suchen sie trotzdem. Also, Leute. Ja, oder? Ein bisschen so Pistazie. Ja, ne? Ja, aber die Farben sind sehr cool von den Hoodies hier. Die fühlen sich auch cool an. Also so Pastell, Pistazie-Pastell ist das. Da kriegst du nur für einen Zehner weniger. Das ist ja schon dann eine deutliche Verschlechterung vom Stoff her. Also heute ist die rechte Hand, die gestempelt wird. Gestern war es die linke Hand, die gestempelt wird und die man vorbereiten muss. Ich weiß nicht, wo die Hände der Leute immer sind, wenn die einfach normal unterwegs sind. Die Seiten wechseln sie von American Eagle. Die Seite wurde leider nicht gewechselt. Diese Bahn fehlt uns. Demon, SBNO, es gibt keinen Eingang mehr, es gibt keinen Ausgang. Wer weiß, ob das irgendwann noch mal freigegraben wird. Keine Ahnung. Ist halt nirgendwo eingetragen, dass die Bahn zu ist. Fußfessel geht auch nach Hause. Vielleicht auch gleich Zellenumschluss. Und die Grauzonen-Wasserbahn fehlt auch. Aber das ist ja auch kompletter Murks und Kokolores, wer das sich irgendwann mal ausgedacht hat. Damit sind wir 15 Achterbahnen an 2 Tagen gefahren. Der Park hat noch 1,5 Stunden jetzt auf. Das müssen wir uns jetzt nicht mehr gegen. Auch wenn wir gestern in den 1,5 Stunden richtig noch einen abgerissen haben. Aber wir werden jetzt keine Achterbahn reparieren oder umtauschen oder sonst irgendwas. Der hat Uschi jetzt auch noch was hier im Shop gekauft. Ja, das, was der Pucci sich gekauft hat, aber in rosa. Ich weiß gar nicht, ob wir das gezeigt haben. Weiß ich auch nicht. Werdet ihr irgendwann auf jeden Fall sehen und erkennen. Wir dürfen eigentlich nicht damit gleichzeitig rumlaufen. Nein, das ist unangenehm. Ja, der F-150 Lightning war heute Morgen schon hier. Der war nicht gestern hier, ne? Nee, der ist von heute Morgen. Ja, Six Flags Great America hat erstmal einen überfluteten Walkway. Great Lake. Wir werden jetzt noch mal kurz in den Supermarkt fahren und uns was zu trinken und zu knabbern holen und dann schmeißen wir unsere Schwellkörper auf unsere Couch im Zimmer und dann Speicherkarten leeren und überlegen, was wir morgen machen, weil morgen haben wir noch mal einen ganzen Tag eingeplant. Also wir hatten heute und morgen eingeplant, hier zu kommen. Wir haben das ja gestern schon geschafft, weil wir besser durchgekommen sind und gucken dann gleich mal nach dem Alternativprogramm für morgen. Also wir haben schon ein bisschen was besprochen und überlegt, aber müssen das natürlich noch im Detail manifestieren und detailliert ausarbeiten. Wo habe ich eigentlich jetzt den Haufen schon wieder hingestellt? Der steht hier jetzt links, ne? Hinter dem Haus, da links. Hinter dem Haus? Vor dem Roten. Vor dem Roten. Das ist hinter dem Roten hinter von dem hier aus. Roten. Ja, du stehst aber mit dem Gesicht zu dem Roten, deswegen stehst du davor. So. Ah, ja. Ich habe es mir auf jeden Fall gemerkt. Wir haben noch nicht viele Tesla Cybertrucks gesehen, aber jetzt können wir euch einen zeigen, der so ein bisschen auffälliger ist. In Gold, der wurde auch gerade von jemand anderem angehalten zum Foto machen. Krass. Was ist das für ein Scheibenwischer? Eieiei.
Was ist das für ein absurder Scheibenwischer? Ja, das Auto kann man sich ja drüber streiten. Also ich finde es jetzt nicht schön, aber was... Und das Lenkrad. Ist auch zugemüllt. Da ist ja nichts drin, ne? Nee. Kein Armaturen. Das ist ja verrückt. Wie so eine Geschenkbox aus dem Nanu-Nana. Weißt du, so eine Pappbox, die dann so mit so einer Folie beklebt ist von außen. Ich glaube, das ist auch nichts anderes als so eine Geschenkbox. Oh, ich habe aber echt scheiße geparkt. Oh ja. Oh. Aber ist nicht schlimm, wenn du nicht Ja, der steht halt voll im Weg. Upsala. Dennis Prokop, wie er sein erstes Panoramafoto seines Lebens macht. Hab schon mal welche gemacht. Von hier. Auf dem Pickup. Also die Coaster Skyline ist wirklich krass, ne? Und das Line-Up ist auch cool, coole Bahnen dabei. Es ist übrigens heute nicht ansatzweise so voll wie gestern. Das muss man auch mal dazu sagen. Und es ist so schlecht gelaufen. Was ist das? Das bricht alles zusammen. Cool. Weil wir haben gestern da gestanden und hier war alles noch voll und da waren einige Autos und wir sind ja auch um 16 Uhr erst hier gewesen. Also eigentlich ist es heute nicht wirklich voll. Noch trauriger, dass es dann so schlecht gelaufen ist. Die Flasche groß. Kann man auch so nehmen, falls man da so was trinken möchte. Ich weiß ja nicht, ich kenne ein paar Leute, die das in Deutschland ja sich besorgt haben. Guckt mal Leute, der Preis. Tut weh, oder? Ich wundere mich gerade, warum der Kühlschrank aufsteht. Und dann habe ich den nur ein leichtes Stück berührt. Ja. Das habe ich noch nie gesehen. Nee, also das Problem hat man nicht, aber das habe ich so auch noch nicht gesehen. Den kann ich nicht einstellen. Ach so. Doch, da unten. Aber der ist auf 3. Von? Von ist das 7. Jo. Und dann hast du da einen Nacht was drin und das... Ja. Das ist kurz vorm komplett frieren. Du kannst jetzt erstmal das Essen auftauen. Das wird dadurch viel besser übrigens. Ja. Oh, ist das zum Kotzen hier. Eigentlich drauf. Ja, das kann man super abladen alles hier. Also, das war ja auch hier in der Tür, ne? Also die Cola. Aber wie auch? Wie war das denn hier drin? Unten ab. Ey, was ein Scheiß hier. Also wirklich, also was das Problem ist, ey, das ist das zweite Mal jetzt auf dem Trip und wenn das Ding auf 3 steht, das ist ein Kühlschrank, der darf sogar auf 7 stehen und dann darf nichts passieren. Das macht mich wahnsinnig. Diese Hirnverbranntheit hier, die kann ich euch übrigens noch mal zeigen, weil irgendjemand versucht hier ein Magnetfeld zu erzeugen mit der Stehlampe. Ja. Oh, ich hätte sich gefreut, jetzt reinzukommen, eben das Essen warm zu machen und fertig. Nö. Erstmal defreezen. Die haben auf jeden Fall eine Margarita montags für 5 €. Also eine Pizza, kein Drink. Wieso macht man denn erst um 16 Uhr auf? Ja, aber um 20 Uhr auch wieder zu, ne? Die machen aber auch samstags um 12 erst auf bis 21. Die sind nicht so um... Ja, das ist doof. Das ist raus. Das hätten wir heute machen müssen. Ja. The park only operates in October for the Happy Times Pumpkin Fest. Steht auf der Rollercoaster Database. Ich bin auf der Website. Öffnungszeiten. Heutige Öffnungszeit geschlossen. Normale Öffnungszeit 18. September bis 26. Oktober. Das meinen die ernst. Okay. So Leute, wie ihr merkt, überlegen wir noch, was wann wie morgen funktioniert. Und das machen wir jetzt noch weiter. Und wir sehen uns morgen um 18 Uhr zum nächsten Video wieder hier. Und dann seid ihr überrascht im nächsten Video dieser Tour, was wir denn jetzt hier rausgefunden haben oder auch nicht.
immediately. Wir haben gespielt, das ist die Couch, halt wir first. Hey, come on, give me a ride for that. Same Germans going around.